Tiny Homes, das große Thema hier auf der Messe Düsseldorf. Ja, der Caravansalon. Du bist der? Sascha Pottrek. Ja, hallo Sascha. Ja, die Simone, was hast du gesagt? Das findest du so geil? Ja. Warum? Die Einrichtung gefällt mir so gut und mit dem Holz ist es so strandhausmäßig irgendwie. Also gefällt mir richtig gut. Ja, ist das jetzt ein Zelt baurechtlich oder ist das schon eine feste Anlage? Nein, es ist ein Zelt. Das ist ein Zelt. Das heißt, ich darf es bauen. Wir dürfen es bauen, wir schrauben es nur. Wir müssen also nichts gießen, also damit ist das Thema Baugenehmigung auch vom Tisch. Krass, also das darf ich überall hinstellen, wo ein Zelt ist. Vielleicht kommen Sie ja nochmal auf die Idee, sagen, Zelte nur bis zu der Größe, aber es ist ein Zelt, oder? Bis dahin haben wir nur ein Zelt und wenn das kommt, müssen wir nochmal drüber reden. Ja. Aber was macht ein Zelt aus? Klär mich mal auf. Ich glaube, es ist das Freie, dieser Gedanke, ein Zelt zu haben und zu benutzen und das Material. Wir sind atmungsaktiv, wir haben ein ganz anderes Feeling in so einem Zelt als in einem festen Gebäude quasi, egal ob Tiny House oder Mobilheim. Die Vor- und Nachteile eines Zeltes sind eben da. Im Sommer ist es was wärmer, natürlich, und im Winter muss ich beiheizen, aber das Grundfeeling ist ein anderes. Ja. So, das heißt, das ist wintertauglich, oder? Das ist wintertauglich. So, wenn wir kurz reingehen, wir gehen mal kurz drum rum, wenn du mal kurz mitkommst. Das ist ein Zeltstoff? Das ist 100% Baumwolle. Wir sind komplett atmungsaktiv, ganz robust und wir haben eine Haltbarkeit, eine garantierte Haltbarkeit von 6 Jahren. Steht und fällt so ein bisschen damit, wo es aufgebaut wird. Wenn wir bauen viel in Spanien auf, da haben wir starke UV-Belastung. Da sind wir nach 6, 7 Jahren auch vom Material her fertig. Wenn wir es hier bei uns aufbauen, Kölner Bucht klassisch, da können wir auch 10 Jahre machen. So, normalerweise steht ja sowas in Erlebnis-Campingplätzen irgendwo in Italien und so weiter. Glamping ist ja das große Thema. Aber ich sehe schon, die Simone, die hat ihr Baugrundstück schon bereitgestellt, wo sie es irgendwie draufstellen kannst. Das Ganze ist ja freistehend. Aufbauzeit 2, 3 Tage? 2 Tage brauchen wir. Und da ist alles drin, was wir von außen schon gesehen haben. Wir können ja gleich mal reingehen. Es ist grundsätzlich alles dabei, außer das Mobiliar. Das ist optional auch erhältlich, aber wir können die Wände drinnen setzen. Die Basis ist das Podest, auf das es verankert wird, das Ganze, und das Zelt mit der Isolation. Und alles danach können wir besprechen. So, ich habe jetzt vor kurzem gedreht in Italien. Das Crippa Concepts, kennt ihr vielleicht, bauen auch Zelte. Der sagt, man braucht keine Erde dafür. Das heißt also, es gibt keinen Erdverbrauch. Du musst keine Erde abtragen, du machst das drauf. Du sagst aber trotzdem, man sollte es verankern. Ist das, ich sag mal, wenn der Wind geht, könnte ja hier auch passieren. Ist das ein Problem? Das ist zumindest ein Thema, auf das man mal achten sollte. Wir haben lange Erdanker, die wir unter jeden Pfosten setzen. Darauf wird im Prinzip das Podest verankert und verbaut und dann schrauben wir auf dieses Podest das Zelt. Das große Problem ist, dass vom Untergrund muss es stabil sein, damit das Zelt die Windlast aushalten kann. So, es ist aerodynamisch. Wie kommt das an, das Zelt? Das ist ja, ich meine, ihr habt einen guten Standort hier, direkt am Eingang. Heute ist Fachbesuchertag, morgen geht ja die Hölle los. Ja. Hoffentlich, ja. Was soll es sein? Ja, genau so. Sein. Ja. Zielgruppe hier? Ganz klassisch Campingplätze und Freizeitparks. Hast du gehört? Nichts für dich? Nee. So, du dürftest aber, wenn du einen kleinen Vorgarten hättest, Studenten-WG. Ja, ich wollte aber auch schon fragen, wie ist das? Also sieht man das dann so bei Dauercampern oft oder wie kann man sich das vorstellen? Das wäre da einsetzbar, dafür für den Bereich, ganz klar, aber in der Masse steht es als Vermietobjekt auf Campingplätzen. Aha. Wenn ich raus möchte aus diesem Mobilheimsystem oder festen Wohnungen, sondern ich möchte wieder ins Zelt. Dieses Glamping-Thema ist immer wieder gegeben. Das greifen wir hier komplett mit auf. Ja. Das Coole ist, du könntest zum Beispiel eine Honeymoon-Dinnernacht mieten auf dem Campingplatz und das könnte ein Erlebnis sein, aber auch für Kinder ist mal was ganz anderes. So das Thema Glamping, die Campingplätze konvertieren ja immer mehr Plätze, da schieben die Gemeinden schon langsam einen Riegel vor, weil die das nicht wollen. Merkt ihr das? Noch nicht spürbar. Ja. Es ist ein Thema, es ist immer mal wieder da, aber es ist noch nicht in dem Ausmaß zu erkennen. Ja. Ich finde es klasse. Komm, wir gehen mal rum. Preis von dem hier ungefähr, darf man darüber reden, netto, ohne Steuer? Netto ohne Steuer um die 35.000 €. So, da ist komplett der Holzbau ist mit drin? Der Holzbau ist mit drin, der Aufbau und der Transport von uns sind mit drin. Nee. Das ist dabei schon berücksichtigt. Das Einzige, was jetzt rausfallen würde bei der Summe, ist das Mobiliar. Das fällt jetzt weg, was wir jetzt sehen an Tischen, Couchsystem und Küche, das wäre raus. Also alles, was schön ist, ist weg. Genau, über das sprechen wir dann separat. Aber Aufbau, wie gesagt, Aufbau, Lieferung, Holzwände, das gesamte System ist ansonsten in dem Preis mit dabei. Also wenn ich jetzt einen großen Garten habe und sage, ich kann das machen, was ist denn im Winter? Gibt es da ein Problem, dass der Schimmel reinkommt oder so? Nein, vom Material her überhaupt nicht, haben wir gar kein Problem, weil wir atmungsaktiv sind. Und wir müssen im Winter lediglich beiheizen, wenn wir es benutzen wollen. Weil dann ist es ein Zelt und das kühlt natürlich entsprechend schnell aus dann. Könnte aber auch kalt bleiben, das wäre nicht schlimm im Winter. Dem Material schadet es an sich überhaupt nichts, nein. Dass da Stockflecken oder irgendwas kommen, nein, nee, passiert nichts. Ist die dabei, die Veranda? Die ist auch dabei. Ist auch dabei? Jawohl. Und der Aufbau auch? Der Aufbau auch. Das ist ja crazy. So, und das Ganze kommt auf dem, ist ja kein Schwertransport, oder? Nee, wir kommen zwar mit dem LKW,
den brauchen wir natürlich und wir haben einen Stapler dabei, sprechen wir aber im Einzelfall immer vorher ab, wie die Gegebenheiten sind, da wo gebaut wird, damit wir keine böse Überraschung erleben, weder für den Kunden noch für uns. Und dann sind wir am Start. Dann brauchen wir 2 Tage. Und dann ist es schlüsselfertig. So, und dann kommt später der Nachbar, der den Bürgermeister anruft und sagt, da haben die ein Haus gebaut, aber es ist ein Zelt. Dann ist es ein Zelt, es ist auch nur geschraubt und nicht gegossen und damit ist das Thema dann auch wieder erledigt. Krass. So, ihr kennt euch ja aus in Deutschland. Viele, ich sag mal, sehnen sich ja danach, sehen das hier, möchten gerne ihre Wohnung, wollen ausziehen von zu Hause. Ey, ohne Spaß, und das habe ich mir auch gerade überlegt, weil für 35.000, das kann man schon, bezahlen. Aber es hält ja keine 20 Jahre, haben wir eben gelernt, ja. Aber wahrscheinlich gibt es den Zeltstoff extra, oder? Der Zellstoff ist danach auch separat erhältlich. Also wenn er mal kaputt wäre und unabhängig davon, ob es nur ein Teil ist oder das Gesamte, es sind 6 Elemente und jedes kann einzeln getauscht werden. Selbst wenn ein Schaden an einem Element wäre, bräuchten wir nicht das gesamte Zelt tauschen oder die Haut, sondern wir tauschen nur ein Element. Ist da irgendwas zu streichen hier? Nee. Wer Holz so in der Farbe nicht mag, kann da was drüber machen, ansonsten nichts, nein. So, und das hier ist der Stoff, der Isolierstoffe sind? Genau. Auf einer Seite Das ist ist zum Beispiel auch schon dabei, jetzt die ganzen Holzwände und so weiter. Holzwände sind da mit berücksichtigt, genau. Mit drin. Die Veranda ist drin, oben schläft man wahrscheinlich. Eine Klimaanlage macht Sinn oder ist es schwierig hier? Kann man machen, ein Standklimagerät, um es zu erleichtern. Im klassischen Sinne würden wir im Sommer immer sagen, macht die Fronten auf, genießt die Aussicht und lasst ein bisschen Wind rein. Und dann haben wir auch wieder das Zeltfeeling, was wir ja eigentlich haben wollen. Ist ja so typisch der Einsatz hier, ich sag mal so in den Monaten März bis Oktober, November maximal. Oder? Das erwartet man so. Wir bauen viele Zelte aber auch in Schweiz und in Österreich. Und da nutzt man es als Winterquartier auch. Und da wird entsprechend beigeheizt und dann kann man es gut vermarkten. Ja. Okay. Das ist ja oft das Problem. Also es gibt die schönsten Stellen, kriegst du eine Baugenehmigung, aber so ein Zelt, da muss man natürlich das so unterlassen, wie es ist. Ja, wir gehen rein, wir haben eine Küche, ziemlich cool. Wir haben eine Küche, wir haben einen klassischen Wohnraum, Esszimmer, Wohnzimmer, wenn wir es so aufteilen wollen. Im oberen Teil des Zeltes planen wir die Kinder mit ein. Klassisch ist das Zelt für 6 Personen gebaut, so wie es hier steht. Krass, guck mal hier, ein richtiges Schlafzimmer, Simone. Genau, unser Masterbedroom. Der Master Bedroom. So, das ist cool. Es riecht so ein bisschen nach Zirbe, oder was ist das? Ja, genau. Ist das Zirbe? Es ist aktuell, was hier steht, ja. Okay, das, was kommt, ist auch Zirbe? Ja, oder? es wird in die Richtung gehen. Ihr habt Zirbenholz. So, das heißt, das riecht auch noch gut, oder? Ja. Saunaeffekt. Das ist der Grundgedanke dabei. Wir wollen dieser Gedanke, dieses Freie und in der Natur zu sein, soll hier drinnen sich wiederfinden im Ganzen, ja. Ich stelle mal ein paar Fragen. Die Lampe wäre nicht mit drin. Die Lampe aktuell nicht. Nein. Ist die Verkabelung mit drin? Nein. Von der Lampe? So, das muss man machen. Wenn ich ein bisschen handwerklich begabt bin, ihr baut das ja mit auf. Ich sag mal so, die Fachleute, kann ich das als Bausatz, kaufe ich das nicht, sondern das ist immer inkludiert. Das ist inkludiert. Würden wir immer empfehlen, weil es ist schon eine größere Baustelle, das Thema für die 2 Tage. Und einfach aus dieser Sturmproblematik, um die Sicherheit zu gewährleisten, bauen wir lieber selber. Dann können wir es unterschreiben und wissen, das ist alles ordentlich gemacht worden. Und was danach passiert, ist dann in Ihrer Verantwortung. Aber bis zur Übergabe wollen wir gerne selbst bestimmen. Ja. Hättet ihr schon Endkunden, die gesagt haben, hey, warum nicht? Wir haben schon verkauft, jawohl. Komm, wir gehen mal hoch. Da hinten ist das Kinderzimmer. Jetzt hätte ich fast gesagt, ist ja was für dich. Ist ja noch jung. Die muss da sein. Ich glaube, ein typischer Markt ist natürlich auch Niederlande, oder? Das ist starker Campingmarkt. Da kommt es her. Das ist der Ursprung und da steht es an vielen Campingplätzen an der Küste. Steht schon? Da steht es schon. Das Zelt ist schon komplett im Markt eingeführt. So, und bleibt nur noch die Frage, oben oder unten? Ich würde oben schlafen. Achso, hier? Ja. Oben. Ja. Warum Spinnen? Weiß Tiere? nicht. Ich hatte früher auch ein Hochbett, ich habe es gemocht. Hast gemacht, so. Ja. Ist das dicht? Ist es so Ungeziefer, Ameisen und so? Kein Problem. Kein Problem. Es ist rundherum zu, ja. Ey, ist das richtig mollig hier. Hast du ein Badezimmer mit drin? Glamping ist, glaube ich, der Einbau der Toilette ist schon Glamping für viele, oder? Für viele schon, ja. Da ist es mit drin. Wir würden aber, wenn wir linksrum weitergehen, das Glamping nochmal erweitern wollen. Ja. Nee. Doch. Zeig mir. Wow. Eine Riesendusche dabei. Ey, ihr wollt mich alle hier verarschen. Das ist ja nicht wahr. Wir sind im Zelt, oder? Noch sind wir im Zelt, jawohl. Jetzt ist vielleicht der Eindruck nicht mehr so, aber es ist ein Zelt, ja. Ihr habt das gut gemacht. Ich finde es echt gut. Ey, das ist größer als in der kleinen Wohnung, das Bad. So, und das hier, und hier vorne hast du eine Dusche mit dabei. Das sind normale Hausarmaturen. Angeschlossen werden muss es ja dann. Ist es dann ein Haus? Nein, auch da nicht. Auch da nicht. Alles, was wieder abbaubar ist, fällt nicht unter diese Verordnungen. Trenntoilette, das ist ja das große Thema. Habt ihr die schon mal eingebaut oder sind die meisten angeschlossen? Die meisten sind angeschlossen auf den Campingplätzen, um den Komfort zu erhöhen, weil da will der Kunde in der Regel nicht viel Arbeit mit haben oder sich darum kümmern möchte. Er möchte ganz klassisch, so wie er es zu Hause kennt. Trenntoilette wird aber immer mehr ein Fokus in Zukunft, ja. Das merken wir auch. Das kommt zur Sprache. So krass schön. So, jetzt kommt es auch noch besser. Wenn es sehr heiß ist, würde ich vielleicht nicht nach oben gehen, aber wir gehen mal nach oben. Da ist noch ein großer Raum. Treppe hast du gesehen? Mhm.
So, Bin schon ganz gespannt. Ich liebe ja so Niechen. ja, Dachböden. So, Dachböden. Guck mal hier die Küche, klein, aber fein. Ist das hier so eine typische Ausstattung, so könnte es auf dem Campingplatz stehen? So könnte es auf dem Campingplatz stehen, ja. Einrichtungen ungefähr, was kann man rechnen, 10.000? Um die 10.000 Euro. Also wenn ich das fix und fertig haben möchte mit der Kaffeemaschine, darüber kann man reden. Dann reden wir sicherlich über 40.000 bis 45.000, aber dann reden wir im Detail, würden wir dann einen Paketpreis machen, dann würden wir wirklich sprechen, was ist der Bedarf, was brauchen Sie für die Vermietung, in welcher Qualitätsstufe wollen wir das Ganze denn auch halten dann. Plus Mehrwertsteuer muss man sagen, denn der Markt für euch ist ja ganz Europa, das hängt ja davon ab, in welchem Land ihr liefert. Das heißt, und es ist ja unser B2B-Geschäft. B2B, also richtig. Dadurch ist also für uns nicht, die Steuer nicht in erster Linie so entscheidend, wie es im ja, ich sag's nur nicht, dass einer kommt, sich beschwert. Nein, das ist ein Thema, ja. Also sagen wir mal, mit der Mehrwertsteuer allen drum und dran liegst du dann hier bei 36. Ja, wir gehen mal hoch, Simone, walte deines Amtes. Was ist mit dem Rucksack? Den Rucksack kannst du Pass auf, alles gut. einfach mal drauf lassen oder stehen lassen, er passt auf. Und ich kann nämlich nicht ganz hoch mit den beiden Händen, Kamera und Co. Soll ich die Kamera mal nehmen? Nee, geht. Okay. Ich film einfach rein, Simone. Okay. Geh ruhig mal hoch. Hier ist auch richtig viel Platz. Aber ich muss sagen, letztes Jahr, ihr wart nicht da letztes Jahr, oder? Ihr wart da. Ich habe euch nicht gesehen. Ja, dafür jetzt umso begeisterter, hoffe ich. Simone? Ich find's so schön. Warum? Es ist so gemütlich. Es ist wirklich Camping-Feeling, aber mega gemütlich. Toll. So, komm, wir machen noch ein bisschen Werbung für euch. Aber heute ist es auch nicht so heiß. Wahrscheinlich fände ich es an einem anderen Tag nicht ganz so. Heute ist nicht so heiß, ja. Aber ich denke, es ist auch eine Sache, du hast ein riesen Fenster hier drin. Mückenschutz, wie geht der damit um? Weil du hast ja ein riesen Tor. Ja, also wir haben noch mal Meshgewebe vorne drin, wenn wir es runterlassen. Wir können das ein bisschen reduzieren, aber am Ende des Tages können wir es nicht ganz verhindern. Ja. Also, wenn ihr jetzt einen Einsatzpunkt hierfür seht, ja, und ich sehe direkt einen und die Simone schon zwei, zumindest mal auf dieser Couch hier ein bisschen zu lümmeln. Fernseher, wo wäre der Fernseher? Den brauchen wir nicht hier, wir oder? planen den persönlich gar nicht ein, sondern wir wollen die Zeit genießen ohne Beschallung. Aber als möglich ist es natürlich. Das ist die Simone, die ist hier und die blickt gerade auf diesen Ausblick hier, die wunderschöne Messe Düsseldorf, die da ist. Mehr Blick wäre mir jetzt noch lieber, aber lässt sich trotzdem hier leben. So, hast du irgendwo ein Prospekt hier? Habe ich. Dann würde ich mal gern was abfilmen, dass wir das Ganze mal haben, denn jetzt wird es viele Leute geben, die sagen, hey, das wollen wir irgendwann kennenlernen. De Waard heißt die Firma. Genau. Ich zeig's mal gerade. Ein Zelt fürs Leben. Das Modell heißt wie? Das ist das Big Oak, was hier steht. Big Oak. Big Oak, genau. Es gibt es auch noch als Small Oak, eine Variante kleiner, sind wir 3 Meter kürzer. Also es gibt verschiedenste Varianten. So, wenn du es mal kurz umdrehst, da steht bestimmt die Webseite. Oh, die habt ihr da klein geschrieben. Alles über Camp Nation. Camp-nation.de. Also camp-nation.de. Du bist nochmal der? Ich bin der Sascha. So, wenn ich jetzt sagen, ich will gern 10 Stück haben, Lieferzeit? 4 Wochen. Quatsch. Ja, doch. Ja, in 4 Wochen. Du musst nur erst den Betrag überweisen natürlich. Dann kommt der LKW. Ja. Dann kommen wir sehr schnell. Danke fürs Einschalten. Ja, der Caravan-Salon 2022. Ein schönes Konzept und wenn man das aufbauen darf, nur ein Zelt ist, ich glaube, da werden viele jetzt drüber nachdenken. Dann meine Mama, in 4 Wochen ziehe ich aus. In 4 Wochen ziehe ich aus. Tschüss.